Der Anteil der Zeit, die du für was anderes aufwenden kannst, wird halt mit jeder Gruppe weniger. Man weiß halt auch nicht, wenn jetzt neue Tower Dailies kommen, werden die ja wahrscheinlich wieder schwieriger. Also wird man dafür dann wahrscheinlich wieder länger brauchen. Weil ich sag mal so, also tatsächlich Tower F5 zu Tower F7, auch jetzt, wo man sich dran gewöhnt hat, also man weiß, oder was heißt man weiß, man kennt die beste Route. Wer weiß schon, was wirklich die beste Route ist. Aber jeder hat ja so seinen eigenen Stil oder was auch immer. Und ich habe jetzt auch Tower F7, sag ich mal, mir eine Route über die letzten paar Monate durch Ausprobieren festgelegt, die für mich persönlich am besten funktioniert. Und da brauche ich so zwischen 10 und 15 Minuten. Ich meine, manchmal halt ein bisschen länger, wenn man zum Beispiel keine Partypunkte mehr hat oder so. Manchmal ein bisschen schneller, wenn man Glück mit den Spawns hat oder halt ein bisschen konzentrierter ist, sag ich mal, nicht so viel abgelenkt wird oder so. Und so oder so aber nie unter 10 Minuten. Also ich habe noch nie Tower F7 in unter 10 Minuten geschafft und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich mit meinem Equipment ohne Witz weitere Power-Ups oder so zu aktivieren, könnte es auch gar nicht schaffen. Und da ist halt der Unterschied, weil Tower F5, da war der Rekord bei 8 Minuten. Oder nicht, ich glaube, der Rekord war sogar schneller. Aber ich glaube, so die durchschnittliche Zeit waren so 8 bis maximal 9 Minuten. Und das heißt, wenn wir jetzt ich habe von Tower F5 zu Tower F7 täglich pro Gruppe, also nicht einmal paar Minuten, sondern pro Team, und ich mache es halt 4-mal täglich, brauche ich Minimum 2 Minuten länger, aber im Schnitt wahrscheinlich eher so 4-5 Minuten länger pro Gruppe. Und das heißt, mal 4 sind es dann schon 16 bis 20 Minuten, so Pi mal Daumen, vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr. Die ich jetzt länger brauche, nur von Tower F5 zu F7, und die Tätigkeit an sich ist ja die gleiche geblieben. Ich mache Tower Dailies. Die Tower Dailies sind einfach nur schwieriger geworden. Und wenn jetzt neue Tower Dailies kommen würden, gut, die würden natürlich einerseits wieder mehr Geld wahrscheinlich geben, also hoffentlich. Aber könnte auch sein, dass sie das mit dem Penya dann irgendwann abschaffen, dass sie irgendwann keinen Penya mehr geben oder weniger Penya und nicht mehr Penya oder gleich viel Penya, whatever. Und es würde aber länger dauern. Also, dass es länger dauern würde, ist fast sicher, weil, ich meine, gut, ein Hauptproblem bei F7 ist tatsächlich auch ein bisschen die Mobdichte, die ist einfach richtig trash. Und Tower F5, zumindest bei den Gorgov, war die Mobdichte relativ gut, die war tatsächlich ganz nice. Also, klar, wenn es Tower F8 oder F9 dann wieder eine bessere Mobdichte hätte, könnte man theoretisch auch schneller werden, selbst wenn die Monster an sich mehr HP haben. Also, natürlich, wenn die mehr HP haben. Aber wenn das an sich einen höheren Schwierigkeitsgrad hätte, könnte man theoretisch trotzdem schneller sein, wenn es, sag ich mal, besser vor allem für AOE ausgelegt ist. Aber das weiß man halt nicht. Ich meine, von jetzt musst du einfach davon ausgehen, dass du höchstwahrscheinlich länger brauchen würdest. Und, ja, dann wären wir halt dann vielleicht bei schnellste Zeit wären dann vielleicht 15 Minuten. Und das heißt, deine Average-Zeit wären wahrscheinlich irgendwas 16, 17 Minuten oder so. Und dann wärst du bei 4-mal Tower Days schon bei gut über einer Stunde. Mit Umloggen und so noch. Weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, war eigentlich noch ohne die Vorarbeit, sag ich mal. Oder, naja gut, die Vorarbeit war eigentlich schon ein bisschen dabei. Aber die reine Clear-Zeit, von der habe ich davor gesprochen. Also bei dem, was ich als erstes gesagt habe, bei unter einer Stunde für 4-mal, das war schon mit Umloggen und so, aber die reine Clearzeit war das, was ich gerade verglichen habe von Tower F5 und F7. Und ja, wenn da jetzt, wie gesagt, dann neue Tower Days kommen würden, müsste man schon davon ausgehen, dass die reine Clearzeit definitiv steigen würde. Und damit halt auch die Gesamtzeit. Und wenn du dann noch ein 5. Team dazu holen würdest, dann wären wir jetzt safe bei wahrscheinlich, also dann wären wir höchstwahrscheinlich bei Minimum 1,5 Stunden jeden Tag. Selbst wenn alles tipptopp läuft, du gute Spawns hast und so, Glück hast, wobei davon sollte man nicht ausgehen. Ich meine, man sollte eigentlich immer vom schlechten Fall ausgehen, also von kein Glück. Dann wären wir wahrscheinlich bei so 1,5 Stunden nur für Tower Dailies mit 5 Teams. Wie gesagt, was schon sehr zeitintensiv ist. 1,5 Stunden jeden Tag. An Tagen, an denen man nicht viel spielt, ist das dann halt 50% deiner Zeit, die du in dieses Game steckst, wo du nur Tower Dailies machst, was halt echt nicht allzu abwechslungsreich ist. Aber wiederum, es lohnt sich halt extrem, das ist ja das Problem. Kein Link für die Dailies, ich habe ein Video doch, aber kein Command.
Achso, Link Attack, doch. Meistens schon. Ganz am Ende läuft Link Attack aber manchmal aus, beziehungsweise gehen mir die Partypunkte in letzter Zeit ab und zu aus, weil ich jetzt so viele Bosse farme. Und nur schnell, also ich meine, ich ziehe 20 Minuten eine Party und dann farme ich 3 Stunden mit dieser Party. Entsprechend ist es natürlich schwierig, bis zum Ende alles mit Link Attack zu machen. Aber ich habe es schon in letzter Zeit so gemacht, dass ich probiere, ein bisschen besser zu haushalten und schon auch für die letzten Tower Days noch Link Attack habe. Also ich gucke jetzt schon ein bisschen früher auf meine Partypunkte, weil mir es halt aufgefallen ist, dass immer wieder passiert ist, dass bei Tower Days dann keine Partypunkte mehr da waren. Und teilweise mache ich es sogar so, dass ich zu früh auf die Partypunkte gucke und dann habe ich schon ein paar Mal Dropskills nicht aktiviert. Ich meine, im Tower ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber dann habe ich am Ende doch noch 40 Punkte übrig und hätte halt schon noch 2-3 Mal Dropskills machen können. Aber ich sag mal so, besser du hast zu viele Punkte als zu wenige. Also von dem her passt es schon. Aber ja, ist schon ein Problem, sag ich mal. Irgendwann, wenn man zu viele Chars hat und immer alles machen will mit denen. Weil wenn du jetzt nicht nur Tower Dailies jeden Tag machen willst, sondern auch Kriton und andere Sachen. Also, wenn du das, also jeder legt sich ja eigentlich selber so eine tägliche Routine fest. Oder die meisten Leute machen das. Allein schon wegen Cooldowns und so geht ja gar nicht anders. Dass man sich irgendwie so ein bisschen festlegt. Weil du sonst halt einfach nicht sicher weißt, schaffe ich dann überhaupt alles, was ich schaffen will. Also manche Leute gehen, wenn sie online gehen, in den Tower rein. Ich mache es immer, bevor ich offline gehe und so. Da hat ja jeder seine eigenen Vorgehensweisen. Manche Leute freestylen vielleicht auch, aber ich glaube, die Leute, die freestylen, haben definitiv nicht so viele Charakter. Weil wenn du so viele Charakter hast, du kannst nicht freestylen, weil, wie schon gesagt, der Zeitaufwand ist so groß. Du kannst nicht sagen, ach, ich gehe später in den Tower, 23:40 Uhr reicht ja auch noch. Nee, 23:40 Uhr, wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich ein Team durchbekommen und das zweite Team müsste mitten im Tower dann abbrechen, weil dann ist 0 Uhr, dann ist Reset und dann geht's nicht mehr. Also, das ist halt auch noch so ein Ding, dieses, in Anführungszeichen, getaktete, oder was du sagst, mit Stoppuhr und Rechenschieber. So muss man halt spielen, weil wenn du halt ein Team hast, dann ist es nicht so schlimm, dann kannst du genau abmessen, wie viel Zeit du für alles brauchst. 5 Minuten, schlimmster Fall 8 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, whatever, für was auch immer. Aber wenn du so viele Chars hast, dann musst du halt einfach einen groben Zeitraum einrechnen. Und es kann halt im schlimmsten Fall dann auch mal ein bisschen länger dauern, warum auch immer. Und ich mache es dann halt von vornherein so, dass ich dieses Risiko eigentlich gar nicht wirklich eingehen möchte, sondern also man muss ja da irgendwie einfach festlegen, dass man gar nicht das Problem haben kann, oh, ich schaff's nicht, weil ich mich verkalkuliert habe oder so, sondern man muss ja halt irgendwie festlegen. Also muss man nicht, aber wenn du es schaffen willst, eigentlich schon. Aber ich denke ja, die Leute, die es nicht machen, weil es würden bestimmt einige Leute sagen, ach, ich mach das nicht, der labert doch nur. Ja, aber diese Leute spielen dann halt höchstwahrscheinlich auch nur 2 Chars und die anderen Chars machen dann halt wahrscheinlich nicht Tower Dailies und Bosse jeden Tag. Also die haben vielleicht mehr Chars, aber nutzen sie nicht wirklich für irgendwas. Und ich nutze meine Chars ja basically tatsächlich alle für alles. Fast alle. Also ich habe einen Knight, den ich nicht benutze, auf 126. Das ist der höchste Char, den ich nicht benutze. Und dann diese beiden Low-Bobs, die ich halt nur alle 2 Tage circa spiele. Aber alle anderen Chars benutze ich täglich für alles, was ich mache. Das ist halt der Unterschied. Viele Leute haben halt von FEC oder so vielleicht ein paar Chars, die sie gar nicht benutzen. Aber dann ist es halt auch eine andere Situation. Kann ja jeder machen, wie er will. Aber ein gewisses System braucht man schon, weil sonst ist es einfach totales Chaos und dann wird es halt immer mal wieder passieren, dass man dann halt vor den Tower Dailies steht und keine Zeit mehr hat für alle Teams. Oder man schafft nicht alle Kritons oder so, was auch immer man vorhat. Und das ist, wie gesagt, das, was ich gerade noch sagen wollte. Wenn ich jetzt halt, wie gesagt, noch mehr Teams, noch mehr Bosse und so, es wird dann halt immer komplizierter, beziehungsweise es wird immer wichtiger, sich an einen strikten Ablauf zu halten, von dem man eigentlich überhaupt nicht mehr abweichen kann. Weil man dann so viele Sachen berechnen muss, zum Beispiel 5 mal Kriton. Für 5 mal Kriton musst du ja auch eine gewisse Zeit einrechnen. Sagen wir mal, Kriton tötet man in der Regel in maximal 10 Minuten. Aber da musst du ja immer noch durch den Dungeon laufen und so, das kostet ja auch Zeit. Dann umloggen, Equipment drüber tauschen, Chars wechseln, whatever, das mal 5.
Bist du auch locker bei 25 Minuten, da bist du bei 5 mal Kriton, dauert auch nochmal 1,5 Stunden. Da hast du 5 mal Tower Dailies. Also Party ziehen, 20 Minuten. 5 mal Tower Dailies, 1,5 Stunden. Und 5 mal Kriton auch 1,5 Stunden. Dann bist du dann bei 3,5 Stunden Pipapo. Und hast eigentlich nichts gemacht, außer Tower Dailies und Kriton. Mit einem besagten, wie gesagt, FEC Team Nummer 5. Das ist schon geistesgestört. Also, da würdest du 3,5 Stunden spielen, was ja für die meisten Leute schon fast die tägliche Spielzeit oder für viele wahrscheinlich schon mehr als die tägliche durchschnittliche Spielzeit wäre. Und du würdest einfach nichts machen, außer Tower Dailies und Kriton. Du würdest nicht leveln, du würdest keine anderen Dungeons farmen, du würdest keine Quests machen, du würdest gar nichts machen, außer Kriton und Dailies, Tower Dailies. Das ist schon heftig. Und halt auch sehr eintönig auf Dauer. Aber halt auch geistesgestört effizient. Effizienz wäre halt bei wahrscheinlich 250% von der eines durchschnittlichen Flash-Spielers oder so. Effizienz wäre through the roof.